Mein Name ist Daniel Berger, ich bin Betriebsleiter bei der Firma LCE und ich habe heute nette Gäste, denen ich heute mal unseren Sportquattro vorstellen darf. Es handelt sich hier um ein Sportquattro 1985er Baujahr, was auf unserem Leistungsstand momentan 700 PS bei 2,4 Bar entspricht, bei einem Fahrzeuggewicht von 1060 Kilogramm. Maximaltrim hatten wir 1080 PS und das Gewicht ist das gleiche. Genauso Fahrwerk wurde natürlich optimiert mit KW-Gewinde-Fahrwerk Variante 3, mit leichten BBS-Rennsportfelgen, mit einem KKK K27 Turbolader. Angefangen hat die ganze Story in dem Jahr 1993 mit einem ganz ordinären Golf 2 mit 136 PS, 139 PS, dass ich nicht lüge, der natürlich von Anfang an getunt wurde, hat sich dann gesteigert über einen G60 bis hin zu den letztendlichen 14 Zweier Golf. Irgendwann haben wir festgestellt, es gibt im Jahr 1996 ja einen VR6 Turbo. Den hat man dann gebaut. Das war dann eine sehr spektakuläre Sache und relativ schnell ging der Weg dann zum Corrado. Corrado war die deutlich schönere Bauform und Coupéform für mich und ging es dann weiter und habe immer festgestellt, okay, 600 PS in einem frontangetriebenen Fahrzeug ist wie ein Unfall in der Kurve, macht eigentlich keinen Sinn. Der Weg muss woanders hinführen. Kurzerhand die Bodengruppe vom Corrado rausgeschnitten, das Ganze in Richtung Allrad aus einem Synchro Golf 2 Rallye umgebaut. Und war schon mal eine deutliche Verbesserung von dem Ganzen. Damals war es nicht möglich, eine 4Motion zu bauen, sondern musste auf dem Synchro-Antrieb bauen. Das war ein bisschen tricky, der auch nicht wirklich gehalten hat und auch das Wort Allradantrieb mehr oder weniger nicht verdient hat. Da musste es doch dann was noch anders geben. Irgendwie ist dann der Weg zu Audi gekommen, Allrad, Längseinbau, optimale Kraftverteilung, das war so das, was mich interessiert hat. Ging dann der Weg dorthin, auch wieder S2 Fünfzylinder hat dann die Karriere angefangen und ging auch 600-700 PS, war mir ein bisschen zu unspektakulär. Irgendwann hat es geheißen, es gibt von Audi da so einen kurzen, da habe es nur 200 Stück gegeben. Ich gesagt, noch nie gehört, noch nie gesehen. War aber dann nach den ersten Infos eigentlich geflasht von dem Auto und habe gesagt, okay, Jungs, lasst uns mal so ein Ding bauen. Hat der Audi auch nichts anderes gemacht in 1985. Also los ging's, so Autos gekauft, mal zerschnitten, mal zusammengeschweißt und im Endeffekt kam dann ein Auto raus, das ich dreimal gebaut habe, bis ich immer wieder die Karossen verkauft habe, weil jeder fand die Karossen so toll. Und mein erstes Auto stand dann wirklich in der kurzen Version 2014. Vorher gab es ein paar lange Sportquattro-Editionen ab 2011. Und 2014 ging es dann los mit den kurzen. So, dann ist der rote entstanden. Das war eigentlich eines der Autos, die auch nicht für die Masse gebaut waren, sondern für mich, weil ich wollte was außergewöhnliche Form hat, ein tolles Antriebskonzept und trotzdem eine Leistung hat. Aber nicht ein modernes Outfit oder noch mehr moderne Kantenführung, sondern was Altes, richtig
Raues eher. Ja. Und so kam es zu dem Auto, das dann 2014 wirklich fertiggestellt war. Und seit der Zeit fahre ich mit dem Auto gern eigentlich selber und würde eigentlich nie mehr was Raueres oder was Pureres fahren oder habe nie was Pureres fahren dürfen. Es ist einfach ohne ABS, ohne ESP doch eine sehr interessante Geschichte. Das heißt, du fährst das Auto oder du versuchst das Auto zu fahren, nicht das Auto fährt mit dir. Also du musst es kontrollieren, wenn du es nicht schaffst, liegst du im Graben oder am Baum. Wenn du es schaffst, dann macht es einen irre Spaß. Also das ist nicht zu unterschätzen, eben ein Leistungsgewicht von 1060 Kilo und 700 PS in dem Fall. Wir hatten schon deutlich mehr Leistung, was aber eigentlich keinen Sinn macht bei dem Auto und mit dem kurzen Radstand auch nicht wirklich richtig schön fährt. Aber es ist so, dass halt mittlerweile viele Leute sagen, du, das Auto ist echt eine spannende Geschichte, gibt es nicht so oft. Und wenn man einen sieht, dann sind die meistens original. Ja, originaler Sportquattro ist jetzt für mich eher minder. Ich komme schon immer aus der Tuning-Geschichte. Es war immer interessant, ein Auto zu tunen, egal ob es ein McLaren, ein Ferrari, ein Porsche. Es wollte immer was anderes haben und darum ist die eigentlich relativ auffällig. Es ist zwar die Form vom Sportquattro, aber doch irgendwie sehr individuell und jeder sagt, ja, gibt es sowas überhaupt? Ja? So ein Auto mit 500.000 € Wert kann man doch nicht so umbauen. Nee, ist es nicht, es ist ein Replika, hat einen gewissen Wert mittlerweile und ist auch sehr gefragt. Viele Leute wollen das mittlerweile als Zweitfahrzeug zu ihrem originalen Sportquattro. Gibt es alles und können wir alles mittlerweile realisieren. Dann führte der Weg eben zu der Firma LCE am Bodensee, haben dann die Firma hier aufgebaut und gegründet. Ich bin dann hier der Performance-Werkstatt Leiter geworden und habe mit meinem Team dann angefangen, die Autos zu bauen. Und sind eigentlich auf 2 Schienen, hauptsächlich Porsche und Audi und Sportquattros. Übermannt uns mittlerweile die Nachfrage, weil es wirklich so ein auffälliges Auto und so ein Sympathieträger ist, der uns ja, einfach Sympathie auch zuspielt. Also es geht um YouTube, das ist wirklich interessant und viele Leute auch auf uns zukommen und sagen, Mensch, das ist eine coole Geschichte, lass uns mal quatschen. Das ist, finde ich, unfassbar interessant, dass sagen, hey, toll, du kommst ins Gespräch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten, die du normal nie kennengelernt hättest. Und das alles über das Auto, wobei nie der Plan war, das irgendwie in den Fokus zu stellen. Das ist so Stück für Stück so reingerutscht und ist und bleibt unser Aushängeschild. Wir haben jetzt einige Autos schon gebaut, waren alle okay. Die Nachfrage nach diesem Auto, das könnte in Serie bauen, weil wir wollen den roten, so wie er da steht. Das höre ich so oft und haben jetzt mittlerweile auch schon 2 Nachfolger gebaut. Und das ist ein Auto, das polarisiert. Klar, beim Fahren ist es, hat keine Klimaanlage, hat kein Radio. Radio können wir einbauen, wenn das jemand möchte, ganz klar. Aber es ist schon immer puristisches Fahren und das, denke ich, ist in der heutigen Zeit doch was Back to the Roots Thema anspricht und was immer wieder gut ankommt und viele Leute das auch vermissen. Das ist ganz cool.